Hallo, ich bin Anke Nienauf, bin Produktmanagerin von DevelopSign und freue mich, Ihnen jetzt in den nächsten Minuten den einfachsten Weg zum sicheren Unterschreiben von Dokumenten von überall und jederzeit zu präsentieren. Was ist DevelopSign? Kennen Sie das auch? Unmengen an Dokumenten, die Sie unterschreiben müssen, in denen Sie sprichwörtlich untergehen? Mit DevelopSign passiert das nicht. DevelopSign ist eine elektronische Fernsignatur nach der eIDAS-Verordnung. Die eIDAS-Verordnung klärt den Rechtsrahmen im europäischen Wirtschaftsraum und kennt 3 Arten oder Formen der elektronischen Fernsignatur. Warum DevelopSign? DevelopSign wurde so entwickelt, dass jede Signatur ein Signaturzertifikat erzeugt. Dieses regelt, wer hat unterschrieben, wann wurde unterschrieben und bietet darüber hinaus einen Schutz, dadurch, dass jede Veränderung am Dokument angezeigt wird. Aber ist das überhaupt erlaubt? Ja. Wie ich eingangs erwähnt habe, gibt es 3 Arten der elektronischen Signatur nach der eIDAS-Verordnung. Die einfache, die fortgeschrittene und die qualifizierte Signatur. Die qualifizierte Signatur kommt dann zum Einsatz, wenn das Gesetz die Schriftform verlangt. DevelopSign bietet alle 3 Arten der elektronischen Fernsignatur im Standard, sogar die qualifizierte Signatur. Was ist so besonders an DevelopSign und warum ist DevelopSign das richtige Produkt? DevelopSign bietet ein einfaches Erlebnis, das praktisch jeder anwenden kann und erfüllt dabei sogar die anspruchsvollsten Kundenanforderungen. Das sind Anforderungen wie Unterschreiben von überall und jederzeit. Das heißt, nutzen Sie die Möglichkeit, Dokumente zu versenden, aber auch selber zu unterschreiben, ganz einfach von unterwegs, mit unserer mobilen, responsiven Webanwendung. Abfrage von Informationen, die Sie tatsächlich benötigen. Fügen Sie Ihren Vereinbarungen Standardfelder wie Unterschriften oder Daten hinzu. Oder aber erstellen Sie benutzerdefinierte Felder. Flexible Weiterleitung. Senden oder teilen Sie Dokumente in paralleler oder aber serieller Abfolge mit mehreren Benutzern, um sie an Ihre eigenen Prozesse anzupassen. Nahtlose Integration. Integrieren und verbinden Sie DevelopSign mit den Anwendungen und Systemen, mit denen Sie bereits heute arbeiten, über unsere offene API. Höchste Konformität Made in Germany. Wir sind ein deutscher Hersteller und bieten mit DevelopSign eine Plattform, mit der Sie eine Vielzahl der strengsten Anforderungen an Sicherheit, an Datenschutz, aber auch an Datenaufbewahrung erfüllen können. Rechtmäßig und gerichtsverwertbar. Ich erwähnte eingangs schon, dass DevelopSign eine elektronische Fernsignatur nach der eIDAS-Verordnung ist und alle 3 Arten der elektronischen Signatur anbietet, sprich die einfache, die fortgeschrittene und die qualifizierte Signatur. Wie hilft DevelopSign, Ihre Geschäftsprozesse zu verbessern oder warum ist DevelopSign quasi unverzichtbar für moderne Unternehmen? Können Sie sich noch an das Bild am Anfang erinnern, der Untergang in Dokumenten, die zu signieren sind? So wollen Sie das sicher nicht. Heute ist es oft ein Problem, dass es im Rahmen digitaler Prozesse zu einem Medienbruch kommt. Und zwar immer dann, wenn es um die Unterschrift oder die Signatur geht. Das sehen Sie einmal auf der rechten Seite der Folie. Ich versuche das mal an einem Praxisbeispiel zu erläutern. Stellen Sie sich den Bewerbungsprozess in einem Unternehmen vor. Der Bewerber war erfolgreich und soll jetzt einen Arbeitsvertrag erhalten. Die Personalabteilung erstellt den Arbeitsvertrag am PC, druckt diesen aus in zweifacher Ausfertigung, gibt ihn in einen Briefumschlag und versendet ihn per Post an den Bewerber. 1 bis 2 Tage später kommt der Briefumschlag in den Briefkasten des Bewerbers an, der fischt ihn dort heraus, sichtet den Arbeitsvertrag und unterschreibt bei der Ausfertigung. Geht dann wiederum zur Post und gibt den Arbeitsvertrag per Post auf dem Weg zum Unternehmen. Wiederum 1 bis 2 Tage später kommt der Arbeitsvertrag im Unternehmen an und wird durch die Postabteilung per Hauspost zu der Personalabteilung verschickt. Der zuständige Personaler oder die Personalerin öffnet den Briefumschlag, sichtet den und gibt ihn in die Unterschriftenmappe für die Geschäftsführung. Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin unterzeichnet wiederum bei der Ausfertigung des Arbeitsvertrags, legt ihn zurück in die Unterschriftenmappe für den Personaler. Der Personaler scannt den Arbeitsvertrag dann ein, um ihn in die elektronische Personalakte ins HR-System zu überführen. Die zweite Ausfertigung geht wieder per Post an den Bewerber zurück.
Wiederum 1 bis 2 Tage später erhält der Bewerber den Arbeitsvertrag, freut sich, dass er jetzt eine Arbeitsstelle gefunden hat und nimmt den Arbeitsvertrag zu seinen Unterlagen. Sie sehen schon, das ist alles ein sehr langer und zäher Prozess. Ziel sollte es aber doch eigentlich sein, einen durchgängig digitalen Prozess zu haben. Von der Erstellung zur Signatur bis zur Archivierung in einem System. Und genau dieses Ziel erreichen Sie mit DevelopSign. Denn DevelopSign löst das Problem des Medienbruchs im Rahmen digitaler Prozesse. Ich möchte Ihnen nun einmal die neuen Feature in DevelopSign zeigen, die wir seit dem letzten Develop Forum im vergangenen Jahr umgesetzt haben. Dazu springen wir einmal in den Develop Store ab, gehen zur Produktseite von DevelopSign. Und sehen auf der Produktseite jetzt Bilder aus der Anwendung, Informationen zum Produkt, Funktionsbeschreibungen, Videos zum Produkt, aber auch allgemein zum Thema elektronische Signatur und eine Preisübersicht über die sogenannten Standardpakete. Wir werden jetzt hier einmal die kostenlose Testphase von DevelopSign buchen und klicken dazu einmal auf Weiter zur Buchung. Wir werden jetzt darüber informiert, dass wir dabei sind, einen Cloud-Mandanten zu erstellen und die DevelopSign-App zu buchen. Wir klicken dann einmal auf Weiter. Dann auf ein Develop Cloud-Konto erstellen, geben unsere E-Mail-Adresse ein, bestätigen diese und werden dann eine E-Mail bekommen mit der Aufforderung, ein Kennwort festzulegen. Die E-Mail sehen wir jetzt hier. Wir klicken dann einmal den entsprechenden Link an. Überlegen uns ein Kennwort, möglichst sicher, legen das Kennwort fest und werden dann dazu aufgefordert, unsere Kontaktinformationen zu hinterlegen, wie unseren Vornamen, unseren Namen und die Organisation. Das sind Pflichtfelder. Weitere Felder wie Telefonnummer, Land, Region können wir auch noch angeben. So, wir haben alle Eingaben getätigt, klicken einmal auf Weiter und können jetzt die Adresse auswählen, unter der unsere Develop Cloud zukünftig erreichbar sein wird. Klicken wiederum auf Weiter, stimmen dann einmal den Vertragsbedingungen der kostenlosen Testphase zu, möchten selbstverständlich auch Informationen zum Produkt erhalten, das bestätigen wir auch mal, und buchen dann die Cloud und die DevelopSign App. Das dauert wenige Sekunden. Klicken dann einmal auf Jetzt starten und können uns dann mit unseren Zugangsdaten und unserem Kennwort, was wir selbst vergeben haben, einmal in unserer eigenen Develop Cloud anmelden. So, wir sind jetzt auf der Startseite der eigenen Develop Cloud, haben hier eine Kachel mit E-Learnings zur Cloud, wo wir Informationen erhalten, sehen einmal, wie lange der Testzeitraum läuft und klicken jetzt einmal auf die Kachel Signieren. Nachdem wir das getan haben, sind wir auf der Startseite in DevelopSign. Hier sehen wir auf der linken Seite einmal verschiedene Filtermöglichkeiten und eine Suchfunktion, die beide sehr sinnvoll sein können, wenn man schon mehrere Dokumente in DevelopSign hat. Wir sehen in der Mitte einmal den Hinweis auf unsere Develop Academy mit vielen Tipps und Tricks zu den ersten Schritten in DevelopSign. Und oben rechts sehen wir ein Zahnrad mit den Benutzereinstellungen. Da klicken wir bitte einmal drauf. Und sind dann in den Benutzereinstellungen. Dort wird uns angezeigt, welche Signaturart für uns verfügbar ist. Das ist jetzt hier in der Testphase die fortgeschrittene Signatur. Selbstverständlich kann auch die qualifizierte Signatur für die Testphase hinzugebucht werden. Wir können unser Signaturbild anpassen, das heißt entscheiden, wie die Signatur auf dem Dokument aussehen soll. Haben da verschiedene Möglichkeiten. Wir können eine Unterschrift generieren,
können verschiedene Schriftarten wählen. Wir können selbstverständlich ein eigenes Signaturbild, sprich ein eingescanntes Bild, hochladen, was wir jetzt auch einmal tun werden. Das wird uns dann angezeigt. Und als dritte Möglichkeit haben wir die Möglichkeit, eine Freihandzeichnung aufzubringen, wenn wir zum Beispiel ein Tablet mit einem Stift nutzen wollen. Wir speichern jetzt die Einstellungen, bekommen das bestätigt und verlassen an dieser Stelle über das X oben links die Benutzereinstellungen. Wir sind dann wieder auf der Startseite in DevelopSign und werden jetzt als nächsten Schritt einmal ein PDF-Dokument hochladen. Das können wir per Drag und Drop machen oder über die Ordnerauswahl. Wir sehen jetzt einmal hier das hochgeladene Dokument und haben jetzt die Möglichkeit, einmal selber zu signieren über das Stiftsymbol oder aber Personen zum Signaturumlauf einzuladen über das Symbol des Männchens mit dem Plus. Wir werden jetzt gleich einmal den Signaturumlauf starten, da ich Ihnen die neuen Feature zeigen möchte, die bereits umgesetzt sind und diese sich primär auf den Signaturumlauf beziehen. So, wir sind jetzt einmal auf der Seite, wo wir Empfänger hinzufügen können. Wir sehen als erstes, welches Signaturlevel wir anfordern werden und können dann externe Benutzer per E-Mail eingeben oder aber interne Nutzer, wenn sie schon in DevelopSign angelegt sind. Wir geben jetzt nach und nach die E-Mail-Adressen ein, bestätigen diese einmal. Und uns werden dann die E-Mail-Adressen einmal angezeigt. Kommen wir nun zum ersten neuen Feature, der Signaturreihenfolge. Mithilfe dieses Features kann der Initiator selber bestimmen, wer, sprich welcher Empfänger, zu welchem Zeitpunkt signieren soll, eine Signaturreihenfolge festlegen. Das geht erst dann, wenn wir einmal gleich den Schieberegler nach rechts verschieben. Das sehen wir jetzt und dann können wir einfach die Reihenfolge per Drag und Drop bestimmen. Das zweite neue Feature, was ich Ihnen gerne zeigen möchte, ist die automatische Erinnerungsfunktion. Mithilfe dieses Features kann der Initiator an die Empfänger Erinnerungen verschicken, wenn sie noch nicht signiert haben. Er kann dabei aus definierten Intervallen auswählen, die jetzt einmal angezeigt werden. Und selbstverständlich erlöscht die automatische Erinnerung, sobald der oder die Empfänger auch signiert haben. Das dritte neue Feature ist der sogenannte Passwortschutz im Signaturumlauf. Mithilfe dieses Features kann der Initiator selber ein Passwort vergeben. Dieses müssen externe Empfänger eingeben, um das zu signierende Dokument zu sehen und letztendlich auch signieren zu können. Das Passwort selber muss der Initiator den Empfänger auf separaten Wege mitteilen. Denkbar sind da zum Beispiel eine separate E-Mail, WhatsApp-Nachricht, SMS oder aber auch ein Anruf. Wir geben jetzt gleich einmal ein Kennwort ein. Schauen uns dieses nochmal an, um sicher zu gehen, dass wir uns nicht vertippt haben. Haben dann die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir das Dokument, nachdem alle Personen signiert haben, auch allen Personen automatisch bereitstellen können. Können, wenn gewünscht, noch eine eigene Nachricht an die Empfänger hinzufügen, was wir in diesem Fall auch tun werden. Und kommen dann zu unserem vierten neuen Feature, dem sogenannten Signaturassistenten, mit dem wir in der Lage sind, als Initiator Felder vorzubereiten. Der Initiator kann damit beliebig viele Unterschriftenfelder oder aber auch Textfelder je Empfänger vorbereiten und aufziehen und damit bestimmen, wo im Dokument signiert werden soll und welche Informationen abgefragt werden sollen. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, den Signaturassistenten zu überspringen, wenn er nicht benötigt wird. Da ich Ihnen das neue Feature aber jetzt im Detail gerne einmal zeigen möchte, klicken wir auf den Button Felder vorbereiten.
Wir sehen jetzt eine kurze Einführung oder ein Tutorial für den Initiator, wo er nochmal darauf hingewiesen wird, wie er gleich den Signaturassistenten nutzt. Wenn gewünscht und wenn man sich schon damit auskennt, kann man diesen natürlich auch überspringen. Ansonsten bewegen wir uns über die Weiter-Taste zurück im Tutorial. Wir sind jetzt einmal im Signaturassistenten und sehen einmal das Dokument. Auf der linken Seite oben die Empfänger, die wir ausgewählt haben. Gehen einmal auf die Seite, wo wir jetzt Felder vorbereiten möchten und können dann, das sehen Sie auf der rechten Seite, Textfelder, aber auch Unterschriftenfelder vorbereiten. Wir bereiten jetzt einmal für den ersten Empfänger ein Textfeld mit Ort und Datum vor, können, wenn wir das möchten, die Bezeichnung ändern, eine Beschreibung hinzufügen, die der Empfänger später auch sehen wird. Können dann entscheiden, ob wir dieses Feld als Pflichtfeld deklarieren möchten. Das heißt, das muss dann ausgefüllt werden, das machen wir. Und dann ziehen wir ein Unterschriftenfeld für diesen Empfänger auf. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, einmal die Bezeichnung zu ändern, eine Beschreibung, wenn gewünscht, hinzuzufügen. Und bestätigen das Unterschriftenfeld. Wir sehen jetzt im Dokument die vorbereiteten Felder für den ersten Empfänger. Wir gehen dann einmal wieder auf die linke Seite, wählen den zweiten Empfänger aus und ziehen für den auch ein Unterschriften- oder Signaturfeld auf. Auch hier können wir wieder die Bezeichnung ändern, wenn gewünscht, eine Beschreibung hinzufügen und bestätigen dies am Ende. So, wir haben jetzt dieses Dokument vorbereitet und können uns durch Auswahl der Empfänger auf der linken Seite auch nochmal die Felder ansehen, die wir für die jeweiligen Empfänger aufgezogen haben. Wir klicken dann im nächsten Schritt einmal auf Weiter und kommen zu einer Zusammenfassungsseite. Hier wird uns nochmal angezeigt, was wir eben alles für den Signaturumlauf festgelegt haben. Einmal die Datei, auf die es sich bezieht, das Signaturlevel, haben wir eine Signaturreihenfolge festgelegt, möchten wir automatisch bereitstellen. Und wir sehen einmal im mittleren Bereich die Teilnehmer und die Reihenfolge, die definiert ist. Und ganz am Ende der Seite einmal ein kurzes Aktivitätenprotokoll. Wenn wir auf dieser Seite feststellen, dass irgendwie falsche Angaben getätigt wurden oder wir jemanden vergessen haben, können wir selbstverständlich wieder zurückspringen. Wir starten jetzt den Signaturumlauf und automatisch werden die Empfänger per E-Mail darüber informiert, dass sie eine Signatur leisten sollen. Die E-Mail sehen wir jetzt hier, die wird in deutscher und in englischer Sprache angezeigt. Wo Sie jetzt das Develop Sign-Logo sehen, besteht selbstverständlich die Möglichkeit des Customizing. Das heißt, da können Sie Ihr eigenes Firmenlogo hinterlegen. Wir klicken einmal auf den in der E-Mail enthaltenen Link und sind dann in der Empfängeransicht. Da der Initiator eben einen Passwortschutz vergeben hat, müssen wir zunächst erstmal das Passwort eingeben, was der Initiator uns mitgeteilt hat. Nachdem wir das bestätigt haben, sehen wir dann das Dokument, was wir signieren sollen, können uns das in einer Vorschau ansehen, sehen auch die Nachricht, die für uns geschrieben wurde und klicken dann einmal auf Jetzt signieren. Auch als externer Empfänger können wir selber auswählen, wie unser Signaturbild oder unsere Signaturdarstellung aussehen soll. Wir können Zusätze hinzuschreiben, wir können einen zweiten Vornamen hinzuschreiben, auch hier wieder bei der generierten Unterschrift Schriftarten wählen. Selbstverständlich kann auch der externe Empfänger ein Signaturbild hochladen oder, wenn gewünscht, die Freihandzeichnung nutzen. Ich entscheide mich jetzt hier einmal für die generierte Unterschrift, klicke auf Weiter und habe auch als Empfänger eine kurze Einführung oder ein Tutorial, was mir jetzt erklärt, was meine nächsten Schritte sein werden. Das kann selbstverständlich, wenn gewünscht, auch hier wieder übersprungen werden.
Wir sehen jetzt einmal in der Mitte die Felder, die durch den Initiator für uns vorbereitet wurden und sehen auf der rechten Seite eine sogenannte Schritt-für-Schritt-Anleitung mit den Informationen und Beschreibungen, die der Initiator für den Empfänger eingegeben hat. Als erstes wurden wir darum gebeten, das tagesaktuelle Datum und den Ort anzugeben, was wir jetzt einmal tun. Klicken dann nach der Eingabe einmal auf Weiter und bringen dann unsere Signatur in dem Feld auf, was für uns aufgezogen wurde. Danach werden wir darüber informiert, dass wir alle Aufgaben erledigt haben, klicken auf Fertigstellen und schon haben wir das Dokument digital signiert. Nachdem wir das getan haben, haben wir die Möglichkeit, das Dokument, was wir signiert haben, einmal runterzuladen, um das vielleicht bei uns lokal zu speichern. Wir tun das in diesem Fall einmal und schauen uns das Dokument an und sehen dann auch die Signatur, die wir eben aufgebracht haben. Sobald der Signaturumlauf abgeschlossen wurde, erhält der Initiator auch wieder per E-Mail eine Benachrichtigung über den Abschluss des Umlaufs durch die eine Person, aber auch wenn der gesamte Signaturumlauf abgeschlossen ist. Der Initiator klickt dann auch auf den Link, der in der E-Mail enthalten ist und springt in seine Develop Sign Ansicht ab und kann sich das Dokument dann ansehen. Das sehen wir hier einmal. Nachdem ich Ihnen jetzt einmal die Feature gezeigt habe, die wir in Develop Sign bereits umgesetzt haben und die schon verfügbar sind, möchte ich Ihnen nun gerne einen Ausblick geben, was wir geplant haben umzusetzen, sprich unsere Roadmap. Unsere Roadmap-Planung basiert auf Kundeninterviews und Kundenfeedback, sprich auf konkreten Produktanforderungen. Denn wir entwickeln das, was unsere Kunden tatsächlich benötigen. Was haben wir geplant? Als erstes Feature, was wir umsetzen werden bis Ende des Jahres, ist das Feature Anhänge-Begleitdokumente. Mit diesem Feature ist der Initiator in der Lage, einzelnen Signaturumläufen Dokumentenanhänge anzuhängen, die nicht signiert werden, sondern die rein informativ mitversandt werden. Das können Informationsschreiben zu einem Vertrag sein, AGB, das ist also unbegrenzt. Das zweite neue Feature nennt sich Umlaufvorlagen und mithilfe dieses Features kann der Initiator einzelne Signaturumläufe als Vorlage speichern. Zum Beispiel, wenn es immer wieder die gleichen Empfänger in einem Umlauf sind oder die gleichen Dateianhänge. Das dritte neue Feature, was wir geplant haben, stellt eine Erweiterung des Signaturumlaufs dar, und zwar um die Funktion Delegieren weiterleiten. Mit dieser Funktion können Empfänger selber eine Signaturaufforderung weiterleiten, wenn sie zum Beispiel der falsche Adressat sind. Der Initiator erhält dann eine Benachrichtigung über diese Weiterleitung und der Empfänger, der weitergeleitet hat, dem werden die Zugriffsrechte auf das Dokument entzogen. Das vierte und letzte Feature, was wir bis Ende des Jahres umsetzen wollen, nennt sich Dokumente ohne Signatur teilen. Und mit Hilfe dieses Features kann der Initiator Personen zu einem Signaturumlauf hinzufügen, die nicht signieren dürfen, sondern die rein lesenden oder informativen Zugriff erhalten. Wenn wir an unser Beispiel des Bewerbungsprozesses denken, so kann das der Personaler oder die Personalerin sein, die am Ende des Signaturumlaufs das Dokument erhält, um es ins eigene HR-System zu überführen. Ich werde oft gefragt, ob es auch möglich ist, Develop Sign aus anderen Anwendungen heraus zu nutzen. Ja, das ist möglich. Bisher habe ich Ihnen Develop Sign als Standalone-Produkt gezeigt. Darüber hinaus bieten wir aber auch mit Develop Sign die Möglichkeit in Vielzahl an Integrationen. Beispielsweise Integrationen in Develop Documents, in SAP, in Salesforce, in Microsoft SharePoint, in Microsoft Dynamics und in Microsoft Teams. Geplant haben wir Entwicklungen in Outlook und in Word. Neben der Möglichkeit der standardisierten Integration bieten wir mit Develop Sign, das hatte ich schon erwähnt, auch die Möglichkeit der vollumfänglichen Integration in Ihre eigenen Systeme über unsere offene REST-Schnittstelle. Sie fragen sich jetzt vielleicht, wo kann man Develop Sign noch anwenden oder wofür eignet sich Develop Sign noch? Denn es gibt selbstverständlich mehr als nur den Personalbereich oder die Personalabteilung und Arbeitsverträge. Develop Sign ist branchenübergreifend nutzbar. Ich möchte Ihnen jetzt gleich gerne einfach 3 Anwendungsbeispiele aus völlig unterschiedlichen Branchen zeigen, in denen Develop Sign schon heute zum Einsatz kommt. Da haben wir einmal das Unternehmen Ward & Klein, Grant & Thornton, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit mehr als 1500 Mitarbeitern, die Develop Sign dazu nutzen, und einige hundert Jahresabschlüsse im Bereich Audit und Assurance digital zu signieren.
Eine Ausweitung auf weitere Geschäftsbereiche ist geplant. Das zweite Anwendungsbeispiel stammt aus dem Hause Lohmann und Rauscher, einem weltweit tätigen Medizinunternehmen mit mehr als 5.300 Mitarbeitern. Dort wird Develop Sign seit Anfang 2020 genutzt, ursprünglich getrieben durch die Corona-Krise. Develop Sign wird bei Lohmann und Rauscher dazu genutzt, um unter anderem Meeting-Protokolle, Unterlagen im Bereich der Qualitätssicherung oder Verträge mit Lieferanten zu signieren. Das dritte Anwendungsbeispiel kommt von der Galeria Karstadt Kaufhof, einer deutschen Warenhauskette, die Develop Sign dazu nutzen, um Verträge durch die Rechtsabteilung signieren zu lassen, aber auch um Bestellungen oder Angebote im Bereich der IT-Beschaffung zu signieren. Möchten Sie mehr zu diesen Referenzen, aber auch zu unterschiedlichen Referenzen aus anderen Branchen erfahren oder benötigen Sie mehr Informationen zu Develop Sign oder dem Allgemeinen, dem Thema elektronische Fernsignatur, dann nutzen Sie jetzt den angezeigten QR-Code und gelangen damit direkt in unsere Develop Mediathek, wo Sie eine Vielzahl an Informationen zu Develop Sign und dem Thema elektronische Signatur erhalten. Und sind Sie jetzt davon überzeugt, dass Develop Sign Ihnen hilft, nicht in den Bergen von Unterschriften unterzugehen oder Ihnen hilft, Ihre Geschäftsprozesse zu verbessern? Sehr gut. Dann kann ich Ihnen noch empfehlen, einmal unsere kostenlose Testphase zu nutzen. Überzeugen Sie sich selber von Develop Sign und probieren Sie kostenlos und unverbindlich Develop Sign in Ihrem Unternehmen aus. Bei Fragen stehen meine Kollegen und ich Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank und happy signing.